Was? Achso, du nimmst auf, ja. Hi. Ja, natürlich. Ja, super. Ja, herzlich Ich willkommen. warte hier schon. Alter. Ich sitze hier 5 Minuten und dann suchst du noch deine Haus. Wartest hier, wie auf dem Bus oder was? Wie auf dem Bau. Ja, Wie auf dem Bau warten. ja, nee, auf dem Bau wird nicht gewartet, da wird geschrubbt. Ja, herzlich willkommen bei unserer Videocast-Reihe. Malte zu Besuch, hatten wir gesagt. Ja, genau. Also nochmal, bei Malte zu Besuch. Der labert immer dazwischen, ne? Ja, sitzt hier und wartest hier, oder was? Ja, an der Bushaltestelle. Wie auf dem Bau. Auf dem Bau wartet man nicht, da wird geschrubbt. Baugefühle. Dein Podcast für Projektwissen mit Unterhaltung rund um den Bau. Und manchmal auch mehr. Ja, herzlich willkommen in unserer Videocast-Reihe, Podcast-Reihe / Content-Aufnahmen mit unserem Content-Creator Malte Bender. Malte zu Besuch bei Brixner Design. Und wir wollen aus Malte den besten Content-Creator für uns machen. Und deswegen machst du jetzt ein Seminar. Wir coachen dich zu einem Projektsteuerer, so dass du im Prinzip einsatzfähig bist für die Projektsteuerung oder auch die Projektleitung in einem Bauprojekt. Ich glaube, wir hatten vorher von einem Flughafen gesprochen mal. Also das stelle ich mir jetzt einfach davor. Überhaupt kein Thema. Also Genau, richtig. wenn es dann zu groß sein sollte, dann kriegst du Support von uns. Okay. Kriegst aber auch so Support von uns, weil wir profitieren ja davon, wenn du dich möglichst gut einarbeitest, ja, und unseren Content dann auch weiterträgst in die Welt hinaus. Und genau darum geht's. Wir wollen immer mehr liefern, wie man so grundsätzlich erwartet. Und unser Content Creator kriegt jetzt auch gleich die dicke Packung ab. Und den schulen wir dann jetzt noch kurzerhand um. Ihr könnt dadurch sehen, wie wir arbeiten mit Coach- oder Seminarteilnehmern. Und ihr könnt auch sehen, wie Quereinsteiger zum Beispiel auch in das ganze Thema reingeführt werden. Natürlich immer abhängig von den Personen, abhängig vom Hintergrund, abhängig von der Zeit, die sie einsetzen können, abhängig auch von der Begleitung, von der Betreuung. Wenn ihr individuelle Fragen dazu habt, wenn ihr vielleicht ein Team habt, wo ihr junge Mitarbeiter habt oder Quereinsteiger habt, gebt uns Bescheid. Wir können gerne mal über eine Strategie sprechen, wie wir die so ein bisschen liften in ihrer Power, in ihrem Dasein, in ihrer Tätigkeit als Projektleiter oder Projektbetreuer oder Projektsteuerer. Auch Projektsteuerungsassistenten haben wir ausgebildet und von daher meldet euch bei uns. So können wir euch weiterhelfen und euch auch beraten, was für Möglichkeiten es gibt oder was für Möglichkeiten wir haben, was für Pakete wir schnüren können. Und ja, genau, also Malte. Kurze, knackige Einleitung von Clemens. Ne? Ich glaube, wir haben noch ein bisschen Batterie auf den Kameras. Ja, läuft noch. Kommen wir hin? Klar. Ja, super. Also da muss man ja immer erwähnen, weil manche kommen dann erst irgendwo mittendrin dazu. Wir empfehlen aber vom ersten Video an zu starten. Und Machen wir das sehen, ne? Oder haben wir alles, kann man, glaube ich, bei Instagram wahrscheinlich wirst du das anschauen. grafisch so schön. Ja, doch, das findet man, ne? Das findet man. Okay. Gut, Malte, wir haben ja in dem vorigen Video, meine ich, über die DIN 276 gesprochen. Ja. Ich war jetzt wieder in ein paar Meetings, deswegen bin ich jetzt nicht mehr so ganz auf dem Nenner, aber ich meine, die DIN 276 war Thema. Das war das letzte, genau. Wir haben Kostengruppen, ne? Kostengruppen, Ja, 100 bis 900? 900. 800. 800, ja, okay, nah dran. Ein Caipirinha abgezogen. Oh, ja. Natürlich nur alkoholfreie Caipirinhas. Selbstverständlich. Ja. So, Malte, du hast gelernt, dass wir im Kostenmanagement in verschiedenen Stufen oder Phasen arbeiten, dass wir mit verschiedenen Gruppen arbeiten. Und als nächstes möchte ich mit dir über Hilfsmittel sprechen. Okay. Also wenn du jetzt ein Projekt im Kostenmanagement von einem Projekt arbeitest, dann möchte ich einfach so kurz mal abgreifen, was für Hilfsmittel es gibt. Mal kurz abgreifen, was wir in unserem Seminar vermitteln. Natürlich muss man auch immer sagen, heute Stand August 2025. Wir entwickeln das stetig weiter und auch alle Coaching-Teilnehmer, auch im Nachgang, wenn es Neuerungen gibt, kriegt ihr die von uns kostenlos zur Verfügung gestellt. Und wir informieren euch auch auf allen Kanälen, wenn es Neuerungen gibt. Von daher seid ihr auch immer da, sag ich mal, auf dem aktuellen oder solltet ihr dann immer möglichst auf dem aktuellen Stand sein. Hilfsmittel, Malte, beim Kostenmanagement. Rate mal. Und sag jetzt nicht Taschenrechner. Ich hätte jetzt fast gesagt, Mama, Papa, Hilfsmittel, genau richtig. Nein. Ja, ist ja auch, ne? Beim Kostenmanagement. Okay, Was für Hilfsmittel? Zum Beispiel gibt es da die, wo Mama und Papa dann nachschießen. Okay.
spezielle Hilfsmittel, ich würde sagen Kalkulationstabellen vielleicht. Ist das ein Hilfsmittel? Oder in dem Fall wäre es ja vielleicht auch Excel, ne? Also weil wir hatten, glaube ich, vorher schon mal drüber gesprochen, Hilfsmittel. Richtig. Genau, was Wäre ein Hilfsmittel, wäre ein Werkzeug, Software. genau. Was könnte dir noch helfen, wenn wir über Kalkulationstabellen nachdenken? Die Information zu halten, ne? Irgendwas muss ich ja haben. Also ich brauche ja irgendwie. Das ist das Allerwichtigste. Ja, ne? genau. Das, Ohne das geht's nicht, ne? und das ist eigentlich auch das Fundament von so einem Seminar, dass wir Informationen vermitteln. Und auch da ist immer wichtig, dass du als Seminarteilnehmer in der Selbstverantwortung stehst, auch mit dieser Information was anzufangen. Das heißt, auch die Information so, wir erklären auch ein bisschen was zu, wie man das macht, aber die Information auch so mitzunehmen und in der Praxis anzuwenden, verschiedene Praxis, als ob es Hobby oder ein reales Projekt ist, ja, oder du irgendwo als Praktiker teilnimmst oder irgendwo in einem Workshop oder einer weiteren Schulung dabei bist, wo du einfach Verknüpfung bilden kannst. So, ja. Wichtig ist, dass du für dich ein Ziel schaffst, für dich eine Motivation schaffst und dann diese Information einfach der Information auch einen Wert gibst. Ja, also andersrum, wenn du in der Wüste wohnst und dir stellt einer einen Kühlschrank hin, dann hat der Kühlschrank für dich einen unvergleichlichen Wert. Also der Kommt drauf an, ob er Strom hat oder nicht, ne? Also, ja gut, du hast noch eine PV-Anlage. ja, okay, dann ja. So, aber da ist er für dich unheimlich wertvoll. Wenn du jetzt aber in der Antarktis bist und dein Kühlschrank steht, Das Bier ist kalt. dann ist die Frage, wie wertvoll Oder so. Wie wertvoll ist er dann noch, ne? Oder wie gesagt, oder du hast einen Kühlschrank und du hast keinen Strom, ja? So wie wertvoll ist dann der Kühlschrank für dich so? Und das Gleiche ist mit der Information auch so. Also versuch für dich selber diese Information zu einer werthaltigen Aktie zu machen, für dich, ja? Je mehr du das verknüpfst mit anderen Dingen und mit Erfahrungen, vor allem in der Praxis, desto werthaltiger, wertvoller wird es für dich, ja. Und desto besser kannst du es auch abspeichern und das rate ich jedem. Von daher hast du eigentlich den wichtigsten Punkt gesagt, Information, ja. Datenbank, Hilfsmittel, Information. Und wenn du jetzt im Kostenmanagement bist, dann musst du dir natürlich überlegen, wo kriege ich die Informationen her? Hast du eine Idee, wo Informationen für Datenbanken herkommen können? Vom Kunden? Also in dem Fall, also würde ich jetzt schätzen, ne? Der Bauherr. Ja, aber jetzt hast du noch keine Kunden. Aber ja, klar, also von Kunden könntest du theoretisch eine Auswertung machen und dann hättest du eine eigene Datenbank. Ja. Das ist schon mal ein richtiger Punkt, einer der wichtigsten Punkte eigentlich. Ansonsten, ich weiß noch nicht, gibt es vielleicht öffentliche Datenbanken, worauf man zugreifen kann oder vielleicht welche, die man kaufen kann? Ja, gewissen Verbänden oder... Richtig, genau. Also gibt es tatsächlich, es gibt Veröffentlichungen über Datenbanken, die sind aber aus unserer Erfahrung her relativ ungenau. Ich sage immer, die Leute haben Angst, genaue Daten anzugeben, wegen Finanzamt. Nee, aber es gibt schon Datenbanken zu kaufen. Eine sehr bekannte Datenbank ist in Deutschland das BKI, der Baukostenindex, der tatsächlich auch auf Statistiken des Bundes aufbauen. Ja, und da gibt es verschiedene Buchreihen zu, die dir Kosten vermitteln. Ich habe jetzt hier eins, das ist zwar von 2020, aber vom Typ her sind die alle gleich. Mitarbeiter haben halt jetzt die neueren Bücher irgendwo mitgenommen. Die gibt es auch digital, die gibt es auch als Software. Und was finde ich hier drin? Ich finde hier drin alle Gewerke, werden ja über Gewerke gesprochen oder im Prinzip Vergabeeinheiten. Ja? Und ich suche jetzt hier zum Beispiel Dachdeckerarbeiten raus, Aufsparrendämmung, 120 mm stark, ne? Alu kaschiert, also auch so ein bisschen die Qualität. Das ist jetzt eine Kurzzusammenfassung und dann sehe ich aber hier auf den ersten Blick netto zwischen 51 und 69 Euro, also das war 2020, ne? Ah. Okay, jetzt pro Quadratmeter. Jetzt verstehe ich auch gerade, weil man holt sich ja nicht Angebote überall ein, ne? Also das heißt, das hilft einem ja, so eine Kostenanalyse tatsächlich zu erstellen. Also damit machen Planer eine Kostencheckung, okay. Ja. Weil du budgetierst ja mit der Kostenberechnung und da hast du ja noch kein Angebot von der Firma, ne? So, wenn ich jetzt hier die 49 gucke, also das war jetzt hier die Kurzzusammenfassung, wenn ich hier jetzt gucke, dann gibt es hier einen langen Text, also im Prinzip so einen Ausschreibungstext, da steht dann, wie die Ausführung sein soll, wie die Dachneigung ist, was für ein Dämmstoff, PIR Hartschaum, weiß gar nicht, ob das heute noch so angewendet wird, Druckbelastung, Dämmschichtdicke, was für ein Brandverhalten die Klasse hat, welche Plattengrößen und so weiter. Und je nachdem variiert das dann. Ne? Also das ist immer noch relativ grob, aber es ist schon mal ein ganz interessanter Wert, mit dem du arbeiten kannst. Ne? Und was auch interessant ist, wenn du dein Zeitmanagement machst für dein Projekt, hier steht auch der Zeitfaktor dahinter. Eine 0,20 Stunde
von pro Quadratmeter. Ne? Hätte man auch in Minuten angeben können, oder? Ja, nee, weil du dann nachher deine Einheit ist nachher Ach so, ist immer Stunden, Stunden, dass du deswegen hochrechnen wusste ich, kannst und okay. so, ne? Macht Sinn. Auf einen Quadratmeter. Wenn du jetzt Wieder was ein gelernt. paar mehr Quadratmeter hast und so, dann nimmst du halt diese Umrechnung. Okay. Damit kannst du dann etwa abgreifen, ob jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, okay, für die Aufsparrendämmung, also Montage von dieser Aufsparrendämmung, ja, brauche ich, was weiß ich, 10 Tage oder so. Und dann kannst du über deine Fläche etwa abgreifen, natürlich auch wieder mit prozentualen Aufschlägen, kannst du abgreifen, ob du in der Range bist oder ob du weit davon weg liegst. Ne? Einfach mal, oder andersrum, du bist jetzt hier als Projektsteuerer oder als Projektleiter tätig, ja, und dein Planer sagt dir, ja, wir brauchen 10 Tage dafür, ja, und du nimmst dann mal die Menge, haust den Faktor da drauf, überlegst dir, okay, was kommt da für Montagetruppe, in der Regel so 4, 5 Leute, ja, und dann kannst du das runterbrechen und dann kommst du aber irgendwie auf 20 Tage so. Dann hättest du theoretisch schon eine plausible Rückfrage an deinen Planer, wie er auf 10 Tage kommt, ja, und dann sagt der Planer vielleicht, oh, ich habe mir eine Montagetruppe von 10 Leuten geplant, so, ja. Okay. So, dann sollte das dann aber auch in der Ausschreibung sich widerspiegeln, also in der Leistungsbeschreibung, ja. Jetzt mal ganz runtergebrochen, aber so funktioniert es im Prinzip, ja. Auch deine Arbeit, wenn du jetzt zum Beispiel als Dienstleister dann auch für einen Auftraggeber plausibilisieren sollst, so, ja, dann kannst du sowas natürlich auch als Hilfsmittel anwenden, ne. Was jetzt cool ist für die Kostenschätzung, also für gröbere Kalkulation, gibt es diese Buchreihe auch mit, also das jetzt mit Position. Diese Buchreihe gibt es dann auch für Gebäude. Das heißt, du kannst dann hier im Buch nachschlagen nach dem Gebäudetypus, also Schule. Also das hier war jetzt Altbau, Neubau. Ich glaube, Altbau gibt es mittlerweile gar nicht mehr. Aber da müsste ich selber nochmal bei BKI gucken. Und dann gibt es halt auch noch Bücher, wo dann der Gebäudetyp unterschieden wird zwischen, was weiß ich, Schulgebäude, Feuerwehrgebäude, Wohngebäude mittlerer Standard oder hoher Standard mit Unterkellerung im Holzbau. Ja. Da gibt es dann verschiedene Typen und die erheben dann von realen Projekten, die gebaut wurden, wo die Architekten diese Auswertung genau machen, nach diesen Kostengruppen und nach diesen Vergabeeinheiten. Ne. Da erheben die dann diese Datenbank und die verkaufen sie so. Und du kannst jetzt quasi, wenn du jetzt ziemlich am Anfang von deinem Projekt bist, kannst du dann natürlich sagen, okay, ich habe ein Grundstück, wir hatten ja mal irgendwo mal die Hochrechnung gemacht, Grundstück 100.000 Quadratmeter, ja, mal, was weiß ich, du darfst einen Faktor von 40% überbauen oder so, ja, dann bist du bei 40.000 Quadratmeter, die du überbauen darfst, dann kommen da noch irgendwelche Brandschutzaufteilungen oder sowas drauf, dann ziehst du da nochmal irgendwie 5% ab oder so und dann sagst du, okay, und von den 35% ziehst du dann nochmal 20% für Konstruktionsflächen ab und dann hast du quasi Nutzflächen. Du kannst aber auch mit Konstruktionsflächen, also der zeigt dir dann noch verschiedene Vorgehensmodelle, stelle ich alles noch gerne nochmal da, aber holt euch die Bücher, die gibt es auch gebraucht, ihr könnt auch ältere Modelle holen, um einfach mal reinzuschnuppern, ja. Sind dort auch Flughäfen drin? Das wollte ich noch wissen. Nee, Flughäfen sind nicht drin. Okay, schade. Ich glaube, es ist zu speziell. Ja, gut. Ich glaube, es ist zu speziell. Na, jeder Flughafen hat auch so seine. Nee, aber spannend. Also da kann man wirklich genau, basierend auf reellen, das ist ja immer nur, um eine ungefähre Idee zu haben und dann etwas zu entwerfen. Ja gut, Alles Planer arbeiten schon auch faktisch damit. Ne? Ja. Also das ist auch schon so. Und dann kannst du dich natürlich auch über Flächen oder über Kubaturen dahin annähern an den. Das ist wie so eine Vorlage, ne, die es gibt, die man dann nochmal anpasst auf seinen. Genau, und die kannst dann so eine Word-Vorlage ab von. Genau. Und du kannst dann vom Groben ins Feine gehen. Okay. Und kannst dann immer wieder verfeinern. Und das auch zu empfehlen, also auch immer dieses Vorgehen zu machen. Also das gibt es als Hilfsmittel. Das ist einmal die Buchreihe. Guckt euch das im Internet an. Wie gesagt, ihr könnt euch auch mal einfach zum Reinschnuppern gebrauchte Bücher kaufen. Oder es gibt auch Architektenfachbuchhandel. Da könnt ihr reingehen, könnt auch mal da drin rumblättern oder so. Also das funktioniert sehr gut. Sehr gutes System. Dann gibt es vom BKI noch das Bildkommentar, der DIN 276. Das ist ganz cool, weil hier werden quasi diese Kostengruppen, die wir vorhin benannt haben, die werden hier auch bildlich dargestellt. Ja? Ja, machen wir ein Beispiel hier. Was haben wir da? Ja gut, das ist jetzt hier ein blödes Beispiel. Warte mal, wir gehen jetzt hier mal in eine 300er Kostengruppe. Das ist die 300er Kostengruppe. Guck mal hier. So, jetzt gehst du so ein Gebäude durch und er zeigt dir hier anhand von Bildern, zeigt BKI, um was für ein Bauteil es sich handelt. Ja? Ich will jetzt mal einfach hier ein geschicktes Bauteil holen, was sich irgendwie gut erklären lässt. Hier zum Beispiel sowas hier, guck mal, Innenwände. So, Innenwände, vertikal, Baukonstruktion. Ja? So, tragende und nicht tragende Innenwände.
Also da unterscheiden die jetzt gerade so noch nicht so stark, beziehungsweise sie fassen alles mal zusammen. So, das heißt, du kannst alle deine Innenwände nehmen, wenn dir ein Architekt einen Grundriss liefert. In der Regel liefert der dir auch Massen dazu mit, ja. Und dann kannst du die einfach selber mal rausholen, kannst sie überschlagen. Hier steht auch die Kostengruppen unter Gliederung. Ich mal eine Kamera hier, ne? Ja, nee, das soll sich jeder gerne selber ziehen. Baugefühle. Und dann weißt du, okay, wo gehört dieses Bauteil, wo kann ich dieses Bauteil anordnen, ne? So tragende Innenwand, Ja. Kostengruppe 341, so, ne? Die für die Standfestigkeit des Bauwerks erforderlich sind, so. 341. Und ich kann jetzt in den Positionen unter 341 auch quasi. Du hast gesagt, gibt's auch digital, ne? Also man kann auch super easy durch die Dinger mit Suchfunktionen. Ja, musst du halt erben, ne? Und das ist immer so ein bisschen das Thema. Ja, jetzt habe ich gerade, also du kannst dann dieses Bauteil hier untertragende Innenwände, kannst du hier dann raussuchen und kannst dir dann für dein Bauwerk quasi die Kosten und die Erklärung dazu raussuchen. Ja. Ne? Also dieses Bildkommentar erklärt quasi, du siehst das hier auch nochmal, also hier in der Vorschau, das ist auch in jeder Webseite veröffentlicht, da ist dann so ein Schnitt von einem Gebäude und dann sind hier zum Beispiel die Decken rot dargestellt. So, und dann, Mal kurz ein bisschen näher. und dann zeigt und dann erklärt quasi BKI, welche Kostengruppe dieses Bauteil betreffen. Und dazu kannst du dann deine richtige Eingliederung machen. Und so kannst du dann deine Datenbank irgendwann füllen. Ja? Und wenn du dann mal 5, 10, 20, 30, 300 Projekte gemacht hast und natürlich kannst du nicht ein Wohngebäude mit einem Flughafen vergleichen. Natürlich kannst du nicht ein Einfamilienhaus mit einem 10-Familienhaus vergleichen. Ne? Also muss schon alles irgendwo immer so ein bisschen passen, ne? Von der Typologie her. Du kannst auch nicht unbedingt ein Massivhaus mit einem Holzhaus vergleichen. Also da gibt es dann schon feine Unterschiede. Deswegen helfen solche Datenbanken und dann hast du natürlich auch eigene Datenbanken. Also neben BKI gibt es auch noch Sirados, Blümeke und so weiter und so fort. Also gibt es verschiedene Anbieter und dann gibt es halt noch das Allerwichtigste, deine eigene Datenbank, so wie du vorhin gesagt hast. So. Und das ist elementar, dass du einfach anfängst, eine Datenbank aufzubauen. Und das macht halt die Profis von den Anfängern aus, oder? Dass die mit eigenen Datenbanken arbeiten. Was man auch noch sagen muss, ist, die Datenbanken unterscheiden auch zwischen Regionen. Also du kannst auch einen Regionalfaktor eingeben. Das heißt, die nehmen jetzt, ich weiß gar nicht, was sie als Mitte genommen haben, Kassel oder so, ja, das ist neutral. Und dann sagen die, okay, das ist unser Neutralfaktor, der hat 1,0. So, wenn ich jetzt in Berlin bin, da ist in der Regel 10% günstiger, also jetzt Beispiel, ne? Dann habe ich einen Faktor, also wenn da jetzt hier 10 Euro der Quadratmeter steht, dann kostet in Berlin 9 Euro. In München kann es sein, bei Faktor 1,2, dass es dann halt 12 Euro kostet, ne? So was in Kassel 10 Euro kostet, so auf den Quadratmeter. Und so kannst du auch deine regionalen Faktoren eingeben. Du kannst es auch über einen prozentualen Wert eingeben. Und dann gibt es natürlich noch Jahresfaktoren. Früher hat man so roundabout 3% genommen, wo man jedes Jahr eine Baupreissteigerung hat. Das heißt, wenn du heute kalkulierst für ein Projekt, was ein Jahr Planung hat, ein halbes Jahr Vorbereitung oder Vergabezeit und dann nochmal 1,5 Jahre Bauzeit, dann musst du überlegen, okay, ab wann mache ich die Verträge fix? Also ab wann ist mein Zeitpunkt, wo ich den Vertrag unterzeichne oder wo ich das Angebot bekomme? Und ab dem Zeitpunkt, also bis zu dem Zeitpunkt, musst du deine Baupreissteigerung hochrechnen. Das heißt, wenn du heute was kalkulierst und du weißt, du kriegst das Angebot erst in 2 Jahren, dann musst du eigentlich theoretisch 6% draufhauen. Also früher war das immer so zwischen 1,5 und 3%, wo die Baupreise gestiegen sind. So. Inflation halt, ne? Einfach. Ja, also inflationär und ja, auch durch andere Einflussfaktoren, aber grundsätzlich ja. Und in den letzten Jahren haben wir aber einfach erfahren, dass sehr viel durcheinander geflogen ist. Und wir haben verschiedene Baupreissteigerungen gehabt. Ihr könnt euch die bei BKI zum Beispiel, könnt ihr euch die auf der Webseite ziehen. Da geht da einfach Baupreissteigerung auf der BKI-Webseite und dann kannst du dein Jahr eingeben. Und deswegen ist es gar nicht so schlimm. Ich habe euch vorhin das Buch von 2020 gezeigt. Wir haben jetzt 2025. Theoretisch kannst du deine Position da rausnehmen, also aus deinem 2020, guckst dann auf der BKI-Webseite 2020, wie viel Prozent bis heute eine Steigerung war und haust das dann auf deine Position drauf. Okay. Ja, also so kannst du auch noch mal ein bisschen justieren mit deiner Stellschraube. Das kann auch sein, also das ist eigentlich so der meiste Fall, dass ein Kunde zu uns kommt und sagt, ja, wir haben hier, wir haben hier 3 Produktionshallen, haben wir zu dem Faktor X gebaut.
damals. Und dann sage ich so, ja, wann war denn damals? Ja, die eine haben wir jetzt fertiggestellt und die anderen so vor 5 Jahren oder so. So, und dann nehme ich mal das, und da sind wir ja im mehrfachen Millionenbereich, ja. Also da sind wir zwischen 50, 150, teilweise bis 500, 600 Millionen geht das hoch, ja. Und wenn du dir dann da mal einen halben Prozent oder ne, mal 5 Jahre zurück, mal 5 Jahre, mal nur 1,5% nimmst, das ist der Wahnsinn. Also da kriegen die immer ganz große Augen, so, ja. Weil die Datenbank von damals, die wächst nicht mit, ja. Aber die Datenbank in der Wirtschaft, die wächst ja mit. Und da haben ganz viele Themen, haben da Einfluss drauf. Das ist Verfügbarkeit von Materialien, ne? Also wir hatten zeitweise auch mal so eine Stahlkrise, ja, wo dann einfach Stahlpreise in die Höhe geschossen sind, so, ne? Ich meine, das Bekannteste ist ja diese Ölthematik, Heizölthematik oder Strom, also auch Energiekosten, ja. Energiekostensteigerung ist auch so ein Thema. Bezuschussung, was für Bezuschussung kommt dazu? Transportkosten, ne? Also wie viel Geld gebe ich aus, um einen Stahlträger von München nach Stuttgart zu transportieren, so, ja? Lohnkosten, ja? Also das ist nicht nur die Inflation, also die beeinflusst ja das auch nochmal zusätzlich, ne? Aber dann kannst du dir vorstellen, dass wir da auch andere Zahlen wie 1,5% auch erreichen können. Und in den letzten Jahren hat sich das sehr stark verändert, also sehr, sehr variabel geworden. Und von daher muss man das dann auch immer den Kunden und auch mit den Planern, also eine gemeinsame Einschätzung, auch da wieder gemeinsames Ziel. Hey Leute, wir wollen nicht nachher den Architekten verprügeln, weil er 4% angenommen hat. Erst verprügeln wir ihn, weil es so hoch war. Dann merken wir, oh, es waren doch 9%, dann verprügeln wir ihn, weil es zu wenig war. Woher soll der Architekt das wissen? So, ne? Deswegen sage ich immer, hol alle an einen Tisch. Auch da, wir haben ja auch mal über Risiken gesprochen, ja. Listen wir einfach mal auf, was sind die Einflussfaktoren, was sind die Risiken gerade, ja. Und also auch wieder hier Kommunikation, ja. People's Business, auch da kommt man nachher nochmal zu, ist ein Teil vom Seminar. People's Business, ganz wichtig. Hol alle Stakeholder zusammen und dann sprechen wir darüber, hey Leute, was sollen wir annehmen? Wie viel Prozent sollen wir annehmen als Baupreissteigerung? Und dann legt man das gemeinsam fest und protokolliert das so. Weil wenn man dann nachher daneben liegt, dann hat man es gemeinsam festgelegt und verabschiedet. Und das ist ganz wichtig. So, das würde ich auch jedem empfehlen. Jeder, der irgendwo in der Richtung arbeitet, und nicht 100% dazu eine Aussage treffen kann, weil er ein Wirtschaftsspezialist ist, der sollte versuchen, ein Gentleman's Agreement mit seinem Auftraggeber da hinzubekommen. Ne? Also von daher, sehr spannendes Feld, sehr analytisch, sehr auch wieder hier Detektivarbeit auch wieder, aber auch viel Kommunikation, viel People's Business, viel hier gemeinsames Ziel finden, gemeinsame Motivation, die Leute mitziehen, die Leute animieren, auch zu liefern. Ja, es kann auch sein, dass du Teamkollegen hast oder Fachplaner in einem Projekt hast, die auch gute Datenbanken haben, ja. Also auch da einfach offen sein, die Leute ansprechen, sagen, gibt es Möglichkeiten, habt ihr irgendwelche Datenbanken, irgendwelche Beispiele noch, die wir damit einfließen lassen können? Können wir irgendwo noch was verfeinern? Okay. Oder auch in der Planung feiner reingehen und dann nochmal untersuchen, sind es wirklich 10 Steckdosen oder sind es nur 3 Steckdosen? Also es ist ein super interessantes Feld und es macht richtig Spaß. Und im Prinzip sind wir jetzt erstmal also wenn wir nicht als Planer agieren, sondern als Projektsteuerer oder als Projektmanager, Projektleiter, also in der Richtung, dann sind wir eher in der Haltung, das, was der Planer liefert, zu plausibilisieren. Ja, aber auch das macht unheimlich Spaß, ja, einfach auch mit dem Planer am Tisch zu sitzen und zu gucken, wo kommt das Ergebnis her, was für Quellen sind da hinterlegt, was für Referenzen sind da hinterlegt und wie können wir da mit diesen Angaben noch feiner werden, so. Und ganz oft hast du auch gerade bei großen Auftraggebern, hast du dann doch mal den einen oder anderen, der nur für das abgestellt wird im Unternehmen und der hinterfragt dann schon sehr viel und der will dann auch genau wissen, wieso kosten jetzt die Stahlstütze hier laufender Meter 1.000 Euro und nicht 850 Euro wie die letzten 5 Projekte, so, ja. So, und dann wäre es schon immer gut, wenn du da dann aussagekräftig bist. Also von daher ist es fordernd, aber es ist ein sehr interessantes Feld. Ja, und okay. Deswegen, du merkst, es wird sehr mathematisch. Ja, es ist der Kopf brummt. Ja, es ist dann auch weniger kreativ. Also, was heißt kreativ? Du kannst ja auch kreativ sein, indem du irgendwelche Lösungen findest, indem du auch wieder, ich hatte ja auch mal erzählt, ja, es gibt ja auch vielleicht im Team Leute, die nicht so ganz mitspielen. Dann musst du auch da wieder kreativ sein, ja. Auch wieder Leute zu animieren, dir wieder gute Informationen zu liefern und so. Also, auch im Management ist kreatives Arbeiten, Kreativität gefragt. Sondern von daher Vollgas geben, Spaß haben an der Sache und den Spaß vermitteln.
Und ja, dann ist der Projekterfolg nicht allzu schwer zu erreichen. Genau. So, wenn ihr noch Fragen habt zu dem Thema, schreibt uns gerne. Wir stellen auch wieder hierzu Material zur Verfügung. Malte wird auf jeden Fall alle Mustervorlagen durcharbeiten, durchchecken. Kann auch da nochmal Feedback geben oder vielleicht machen wir auch nochmal so eine Art UX oder sowas, ja, dass du so eine User Experience schreibst und sagst, Mensch, Clemens, da könntest du noch ein bisschen was verbessern. Das kapiert ja nicht jeder, der Quereinsteiger oder so. Ne? Also da arbeiten wir auch stetig dran. Wir verbessern die regelmäßig und schreiben euch dann, schicken euch das auch gerne zu oder stellen euch das im Members-Bereich jetzt Download zur Verfügung. Von daher, habt Spaß damit, meldet euch und wir freuen uns auch auf Feedback. Wenn ihr noch Anmerkungen habt, noch Kommentare habt, was wir noch heranziehen können als Datenbank, freuen wir uns natürlich. Wir teilen es gerne in der Community. Und wir können ja auch mal einen Wettbewerb machen, wer die geilste Referenz liefert. Der kriegt dann ein cooles Goodie von uns. Alles natürlich im Sinne der Gemeinschaft, dass wir es teilen können und dass alle davon profitieren. Und wenn natürlich andere sehen, dass da Hilfsmittel eingebracht werden in die Community, dann ist die Bereitschaft wird immer größer, da auch von allen Seiten was eingebracht zu bekommen. Und wenn ihr Themen habt, nach denen wir nochmal recherchieren sollen, dann schreibt uns das. Wir sind gerne da hinterher und versorgen euch damit. Gut, wunderbar. Malte, sehr cool. Ich habe leider Sprachanteil jetzt sehr viel bei mir gewesen. Es war jetzt sehr, sehr spezifisch. Ich lasse das jetzt erstmal sacken. Genau, richtig. Da ist auf jeden Fall einiges, was verarbeitet werden muss. Ja. Vielleicht ja bei euch auch. Genau. Aber das ist, glaube ich, okay, ne? Das gehört dazu. Ich glaube, ganz ehrlich, ich tue mir echt schwer. Ich versuche auch an der Oberfläche zu sein. Wir kratzen auch nur an der Oberfläche. Ja. Bei den Seminaren tauchen wir schon tiefer ein in verschiedene Details. Auch da versuche ich aber immer möglichst oberflächlich zu sein, weil ich will ja aus dir keinen Planer machen, sondern ich will aus dir einen Steuerer machen. Ja? So, du musst es aber verstehen, ne? Du musst verstehen, was die Planer dann machen. Genau, richtig. Und du musst dann nachher auch wissen, wo stehen die Punkte, ja? Wenn der Planer dir sowas liefert, dass du weißt, okay, wo hat mir der Brixner da was geliefert, dass ich das nochmal vergleichen kann mit meinen Schulungsunterlagen. Ne? So. Genau. Super, okay. Sehr cool, also wir freuen uns. Geht's zum nächsten Modul, ne? Oder der nächste... Ja, nächste Thema. Der nächste Seminarinhalte. Wir werden auch sicherlich die ein oder anderen Seminarinhalte nicht in einem Seminar verpacken, sondern auch separiert. Also wir werden auch zugeschnittene Seminare machen, ne? Gerade bei Teams und so, habe ich glaube schon erwähnt. Das hängt immer ein bisschen davon ab, was für ein Projekt, was für ein Team, wo kommt das Team her, was für ein Grundwissen hat das Team, was für eine Ausgangslage. Und dann werden wir auch Projektinhalte oder Seminarinhalte auch speziell darauf zuschneiden. Ich habe auch also Seminaranbieter wie die IHK zum Beispiel, die dann explizit zu mir kommen und sagen, wir wollen die und die und die Inhalte haben. Und dann schneide ich natürlich auch meine Vorträge oder meine Dozententätigkeit dann explizit darauf zu. Und so können wir das auch gerne machen. Und alle öffentlichen Seminare kann man auf der Webseite sehen, auf unseren sozialen Medienkanälen. Genau. Genau, richtig. Da gibt es immer Infos, was alles ansteht demnächst. Genau. Ja. Wunderbar. Super. In dem Sinne. Ciao, ciao. Ciao.